Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute dreht sich alles um das Thema Moodboards. Ich habe bereits in meinem vorletzten Video darüber gesprochen, dass ich gerne für Shootings Moodboards erstelle. Und ich dachte mir, ich mache dazu nochmal ein ausführlicheres Video, damit ihr genau versteht und wisst, worum es sich dabei handelt. Und vielleicht auch merkt, dass es auch für euch in gewisser Weise von Vorteil sein kann, ein Moodboard zu erstellen. Klären wir doch einmal die Frage, was genau ist ein Moodboard überhaupt? Laut Wikipedia ist das Moodboard ein oft genutztes Arbeits- und Präsentationsmittel in Kommunikations- und Designberufen. Im Laufe eines Projektes unterstützt es die Entwicklung, die Vermittlung, gegebenenfalls den Verkauf und schließlich als Referenz die konzeptgetreue Umsätze visueller oder visuell darstellbarer Ideen. Ich finde diese Definition eigentlich sehr einleuchtend, denn im Grunde ist das Ziel eines Moodboards, eure Ideen, eure Konzepte und eure Pläne visuell darzustellen und dem Gegenüber somit in euren Kopf einzuweihen. Es hilft auch euch ungemein, während des Projektprozesses einen roten Faden beizubehalten und euren Fokus, euer Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Wie ist also ein Moodboard aufgebaut? Im Grunde ganz einfach, nämlich durch Bilder, Schlagworte und Illustrationen. Diese zusammengefasst in einer Collage ergeben dann ein einheitliches Bild über euer Gesamtkonzept. Wann ist es also sinnvoll, ein Moodboard zu erstellen? Zum einen natürlich in der Fotografie ist es sehr ratsam, besonders wenn ihr mit Kunden zusammenarbeitet, mit Marken oder eben auch wenn ihr nur mit Models zusammenarbeitet. Im Grunde ist es allerdings für jede kreative Idee gut, die ihr umsetzen wollt und vor allem, die ihr jemand anderem präsentieren wollt. Sei es jetzt im privaten Kreis, in der Schule, bei Kollegen, Mitarbeitern oder bei anderen Firmen, bei denen ihr euch bewerbt. Das heißt, Moodboards sind immer eine gute Wahl, wenn es darum geht, Ideen zu pitchen. Aber wie erstelle ich jetzt überhaupt so ein Moodboard? Im Grunde sind es nur ein paar kleine Schritte, die ihr befolgen müsst. Punkt Nummer 1: Ihr müsst eure Ziele klar im Kopf formulieren. Ihr könnt sie auch bereits als Stichpunkte niederschreiben. Wichtig ist nur, dass ihr wisst, wo ihr hin wollt, was euer Ziel ist und welches Thema ihr behandeln wollt in dem Moodboard. In meinem Fall als Fotografin sind es Aspekte wie das Thema eines Shootings oder das Haarstyling, das Make-up, die Location, das Licht, mögliche Posen oder welche Art von Shooting es überhaupt werden soll. Soll es ein Beauty-Shooting werden? Wird es ein Fashion-Shooting? All diese Aspekte muss ich mir vorher überlegen, damit ich meinem Model ganz klare Anweisungen geben kann. Habe ich mir all diese Inhalte überlegt, dann gehe ich auf meine liebste Plattform, nämlich Pinterest, und suche nach entsprechenden Bildbeispielen. Wie gesagt, ihr müsst euch nicht nur auf Bilder beschränken, ihr könnt auch Illustrationen nutzen oder Schlagworte. Wichtig ist nur, dass auf den ersten Blick erkennbar ist, worum es überhaupt geht bei eurem Moodboard. Ich suche mir also alle Fotos, die ich brauche, von Pinterest heraus, speichere diese in einer speziell angelegten Pinnwand und dann lade ich alle Bilder einmal herunter, um sie anschließend in Photoshop als Collage zusammenzubasteln. Ihr braucht natürlich nicht zwingend Photoshop dafür. Es gibt viele Apps, die kostenlos sind, wo ihr Collagen erstellen könnt, genauso Software für den Computer. Also ihr braucht nicht unbedingt Photoshop dafür. Wenn ich dann zufrieden bin mit meiner Collage, dann speichere ich sie ganz normal als Foto ab, damit ich sie anschließend ganz unkompliziert an mein Model weitersenden kann. Wie ihr seht, gehören nicht viele Schritte dazu und im Grunde ist es nur wichtig, dass ihr einen genauen Plan im Kopf verfolgt und wisst, wo ihr euer Bildmaterial herbekommt. Wie gesagt, in meinem Fall ist es einfach Pinterest. Ihr könnt aber auch die Google-Bildersuchfunktion nehmen oder ähnliches. Somit wären wir auch schon am Ende dieses Videos angelangt.
Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt dem Video gerne einen kleinen Daumen nach oben. Hinterlasst auch gerne ein Abo, wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Und dann bedanke ich mich fürs Reinschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye!